Ihr wollt euren Emotionen noch mehr Pep geben oder Leuchteffekte, wie wir sie im letzten Tutorial gemacht haben, auf Knopfdruck ein- oder ausschalten können? Kein Problem. Mit Hilfe eines Texturenatlas schaffen wir das ohne Probleme. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euren VRM-Avatar in Unity hineinzuladen. Klickt auf das Klickding, wenn ihr nicht wisst, wie das geht. Fangen wir nun zuerst an, wie man die Leuchteffekte ausschaltet. Geht als erstes in den Ordner Texturen und macht einen Rechtsklick auf die Textur, bei der etwas leuchtet. Klickt dann auf Show in Explorer, macht eine Sicherungskopie und öffnet die Textur in einem Zeichenprogramm eurer Wahl. Ich verwende hierzu GIMP. Danach kopiert ihr die Textur, sodass sie zweimal untereinander vorhanden ist. GIMP bietet hierfür den Befehl Teil. Geht dazu einfach auf Filters, Map und dann Teil und verdoppelt die Höhe vom Bild, sodass es so ausschaut wie hier. Wichtig, macht es nicht händisch, da die Position genau sein muss, da die Textur sonst am falschen Ort erscheinen wird und es alles komisch ausschaut. Speichert die Textur nun. Hier haben wir alles erledigt. Sucht als nächstes die schwarz-weiße Emissionstextur und macht mit ihr dasselbe. Malt aber hier die obere Abbildung komplett schwarz an. Falls ihr euch erinnert, schwarz bedeutet, dass die entsprechende Stelle nicht leuchten soll. Der obere Teil der Textur sagt also, bleibt dunkel. Diese Textur ist der anfangs erwähnte Texturatlas. Eine Textur, wo es verschiedene Bereiche gibt, auf die wir bei Bedarf zugreifen. Was wir jetzt tun müssen, ist den Avatar so zu modifizieren, dass der aktive Bereich der Textur auf Knopfdruck ausgetauscht wird. Dazu gehen wir zurück zu Unity. Wenn ihr die originalen Texturen schon überschrieben habt, dann sollten die Texturen schon im Texturenordner automatisch ausgetauscht worden sein. Ihr seht es daran, dass die Textur von eurem Avatar nun etwas komisch ist. Keine Sorge, das korrigieren wir sofort. Falls es aber nicht der Fall ist, importiert die neuen Texturen einfach mittels Drag und Drop. Aber egal wie es bei euch aussieht, geht zum entsprechenden Material im Material-Ordner. Solltet ihr die Texturen per Drag und Drop importiert haben, tauscht die Texturen wieder in den kleinen Kästchen aus, indem ihr die neuen Texturen dort hineinzieht. Um jetzt den Fehler zu korrigieren, dass die Textur so komisch ausschaut, müssen wir Unity sagen, dass es nicht die ganze Textur nehmen soll, sondern nur in unserem Fall die obere Hälfte. Scrollt im Inspect hinunter, bis ihr den Punkt UV-Coordinates seht. Unter dem Punkt Tiling seht ihr zwei Einser. Da wir aber unsere Leuchttextur vertikal einmal geteilt haben, müssen wir nun auch die Textur einmal vertikal halbieren. Dazu tippen wir dort einfach, wo y steht, 0,5 hinein. Und damit wir standardmäßig die unbeleuchtete Textur haben, tippen wir beim y-Wert von Offset minus 0,5 ein. Es kann aber sein, dass ihr mit den Werten etwas spielen müsst, bis ihr die richtige Textur gefunden habt. Wenn ihr die Textur aber halbiert, dann sollte es eigentlich immer entweder plus 0,5 oder minus 0,5 sein. Nun sollte alles so aussehen, als ob wir überhaupt nichts gemacht haben. Aber um das zu ändern, gehen wir nun in den Ordner Blend Shapes und dann auf das Element, welches nur den Namen Blend Shapes hat. Klickt als nächstes auf Create Blend Shape Clip und vergibt ihm einen passenden Namen, wie in meinem Fall Augen leuchten, aktiviert den soeben erstellten Clip und geht unten auf Material List. Klickt als nächstes auf das Plus und wählt als nächstes das Material aus, bei dem wir vorhin den Texturenatlas eingefügt haben. Es erscheint ein weiteres Dropdown-Fenster und dort wählen wir dann Main Text ST. Nun erscheinen wieder die Punkte Tiling und Offset. Jetzt geben wir aber die Koordinaten vom Leuchten ein. In meinem Fall wäre das x gleich 1 und y gleich 0,5. Nach einem Export und Import in VC-Face finden wir unter den Ausdruckseinstellungen die neue Emotion Augen leuchten. Das ist der Blend Shape Clip, den wir gerade erstellt haben. Aktivieren wir Additive und vergeben gleich auch noch einen Hotkey, dann sehen wir, wenn wir diesen drücken, wie die Stelle zu leuchten beginnt. Eventuell müssen wir aber vorher noch in den Effekteinstellungen Blume aktivieren. Wenn wir aber genau hinsehen, sehen wir, dass es nur fast funktioniert. Der Übergang ist nämlich etwas komisch. Das liegt daran, dass das Programm den Übergang nicht sofort durchführt, sondern langsam vom ersten Wert zum zweiten Wert rübergeht. Das können wir aber ganz leicht anpassen, indem wir die Transition Time auf 0 stellen. Und tada, es funktioniert. Das Augenleuchten ist aber nicht das einzige, was wir mit dem Texturenatlas anstellen können. Wir können auch unsere Emotionen noch stärker ausdrücken, indem wir Gesichtstexturen austauschen. Dazu habe ich die folgende Textur erstellt. Einmal normal, einmal ein Rot werden, einmal etwas, wo der obere Bereich blau ist und einmal etwas, die andere. Die Erstellung war dabei genau gleich wie am Anfang. Ich habe zunächst Teilen benutzt, aber dieses Mal habe ich in X- und Y-Richtung geteilt und dann drüber gemalt. Ziehen wir nun diese Textur in das Unity-Projekt hinein und tauschen diese neue Textur mit der alten Gesichtstextur aus. Und wir sehen hier wie vorhin wieder, dass es etwas komisch ausschaut, weshalb wir wieder zum Punkt UV-Coordinates gehen. Da wir die Textur sowohl in X- als auch in Y-Richtung geteilt haben, geben wir nun den Wert plus 0,5 bei der X- und Y-Koordinate bei Tiling und x0 sowie y-0,5 bei Offset ein. Als nächstes gehen wir nun wieder zu unseren Blend Shape Clips. Dieses Mal erstelle ich jedoch keinen neuen Clip, sondern verändere die bereits bestehende Emotion. Dazu wähle ich die Emotion Surprise aus und gehe auch hier wieder in die Material List und dann auf das Plus. Als nächstes wähle ich wieder Gesichtstextur und wähle wieder Main Text ST aus. Bei den Werten müssen wir etwas spielen, bis die richtige Textur hier unten in der Vorschau zu sehen ist. Wenn ihr wie ich die Textur geviertelt habt, dann sind die Werte, die ihr bei Tiling einstellen müsst, aber entweder minus 0,5 oder plus 0,5. Das machen wir ebenfalls für die anderen Emotionen, die wir abändern möchten. Nach einem Export aus Unity heraus und einem Import in VC-Face hinein sehen wir, wenn wir auf die entsprechende Emotion klicken, dass sich die Textur mit abändert. Wir sehen aber leider auch, wie Texturen an die neue Stelle wandert.
weshalb wir auch hier leider die Transition Time auf 0 stellen müssen, was den Übergang aber etwas unnatürlich wirken lässt. Das ist leider ein Kompromiss, welchen man bei VRM-Avataren eingehen muss, wenn man nicht das Dateiformat abändert. Wie das geht, zeige ich aber in einem zukünftigen Video, falls ihr wollt. Für heute soll es für uns aber auch schon gewesen sein. Außer interessiert euch für dieses Video hier, wo zumindest YouTube denkt, dass es für euch interessant ist. Und wenn nicht, tschüss und bis zum nächsten Mal, meine Landratten.